Wenn es um die Wehrpflicht, die Verteidigung, die Bundeswehr im Allgemeinen geht, dann setzt Deutschland ganz stark auf Freiwilligkeit. Dass das aber mit der Freiwilligkeit gar nicht so einfach ist, dass Leute nämlich gar nicht so gerne in den Krieg ziehen, wie sich die Politiker das vielleicht gedacht haben, selbst wenn du ihnen einen höheren Sold bezahlst. Damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn dir das ganze Thema Aufrüstung, Wehrpflicht, Krieg, geopolitische Krisen, EU-Überwachungsstaat so langsam immer unheimlicher wird, wenn du einen Plan B brauchst, wenn du einen Plan B etablieren willst, dann lade ich dich herzlich zu unserem Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B Seminar in Zürich ein, das wir dort regelmäßig veranstalten. Da geht es genau um die Themen, die du wissen musst, damit du vorbereitet bist für den Fall eines Falles und dass du, wenn du es für nötig erachtest, vorgesorgt hast. Da geht es um das Thema zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsbewilligungen, internationale Vermögensdiversifikation, Edelmetalle, Kontoeröffnung außerhalb der EU, Kontoeröffnung außerhalb des CAS. 2 intensive Tage. Du wirst dort eine tolle Gruppe von Teilnehmern kennenlernen, die dich inspirieren. Teilnehmer, die genauso denken wie du, wo du keine Maske aufziehen musst. Mit dabei, neben dem Daniel Taborek und mir, ist auch wieder der Herr General außer Diensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater der Kanzlerin Angela Merkel. Viele von euch werden ihn ja hier von YouTube kennen. Er wird uns seine genauen, brillanten, scharfen geopolitischen Analysen hinter geschlossenen Türen vermitteln. Das sind Infos, die du sonst nirgendwo anders bekommst. Und diese Informationen helfen dir dann, einen wirklich fundierten Plan B auch zu machen, denn dafür musst du ja die geopolitische Lage auch sinnvoll einschätzen können. Würde mich freuen, dich dort zu treffen. Alle Details auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, und das Thema ist wieder mal das Thema Krieg. Und beim Thema Krieg, da setzt Deutschland ganz stark auf die Freiwilligkeit. Dass das natürlich schon ein Widerspruch in sich ist, das scheint den Politikern nicht so ganz klar zu sein. Dass niemand natürlich freiwillig in den Krieg zieht, das müsste doch so klar sein wie Kloßbrühe, aber den Politikern ist es nicht klar. Aber wer weiß, vielleicht ist das Ganze ja auch nur ein Vorwand. Wahrscheinlich wissen ja die Politiker, dass sich niemand freiwillig für den Krieg melden wird oder wenigstens, dass das Interesse, gelinde gesagt, eher bescheiden ist. Wahrscheinlich wissen das die Politiker, aber sie haben dann eben ein Feigenblatt und können ja sagen, naja, wir haben es ja versucht, freiwillig habt ihr nicht mitmachen wollen, also müssen wir euch jetzt zwingen. Und für diese Mühe, die der Staat mit der Freiwilligkeit hat, da habe ich 3 ganz aktuelle Beispiele für euch aus den Medien. Die sind zum Teil schon fast komisch, wenn sie nicht so tragisch wären. Beim ersten Beispiel, da geht es um die Wehrpflicht. Und ja, die Wehrpflicht, die gibt es ja angeblich noch nicht. Es gibt ja nur die Pflicht, einen Fragebogen auszufüllen. Diesen Fragebogen, die müssen alle jungen Männer verpflichtend ausfüllen und dann müssen sie auch verpflichtend zur Musterung kommen, wenn sie dazu bestellt werden. Die Mädchen, die müssen den Fragebogen noch nicht ausfüllen. Nun, wenn es nach der CDU geht, dann würden auch jetzt die Frauen langsam drankommen. Es kann ja nicht sein, dass sich die Frauen hier drücken, vom Töten, von in den Krieg ziehen, vom andere Leute massakrieren, vom sich die Glieder zerfetzen zu lassen. Da müssen natürlich auch die Frauen mit dabei sein. Gleichberechtigung, das muss schon sein. Was sind so die Reaktionen der jungen Leute, die ja betroffen sind von dieser Wehrpflicht? Von dieser Pflicht wenigstens den Fragebogen auszufüllen. Es ist ja immer sehr einfach dort als jemand darüber zu reden, der jetzt schon etwas älter ist, den das Ganze nicht betrifft. Da kann man ja hier guten Ratschlag geben. Es ist so ungefähr wie der Ratschlag, den du von jemandem bekommst, wenn du starke Zahnschmerzen hast, wie du am besten mit diesen Zahnschmerzen umzugehen hast. Das bringt dir in der Regel eigentlich überhaupt nichts. Wie reagieren die jungen Leute, die von diesem Fragebogen möglicherweise betroffen sind? Sind die begeistert? Machen die mit? Melden die sich hier in einer großen Anzahl? Nun schauen wir uns einmal an, was diese Lokalpublikation aus dem Raum Kassel dazu zu sagen hat. Viele verweigern sich aus Prinzip. Merz-Regierung bekommt Abfuhr für Wehrdienst-Fragebogen. Aus Hanmünden. Da werden dann einige dieser Fragen aus dem Fragebogen zitiert. Wie schätzen Sie Ihre Fitness ein? Haben Sie grundsätzlich Interesse auf freiwilliger Basis, Soldatin oder Soldat zu werden? Hier sind nun 2 junge Menschen abgebildet vom Grotefend-Gymnasium in Hann und sie haben sich mal dazu geäußert für diesen Artikel,
was so ihre Gedanken zu dem Thema sind und was sie so beobachten bei den anderen Mitschülern, die ebenfalls ja von diesem Fragebogen möglicherweise betroffen sind. So, einer von Ihnen sagt, ich finde, keiner sollte zum Dienst einer Waffe gezwungen werden. Ich persönlich bin dagegen. Er ist nun 2007 geboren. Er muss also den Fragebogen nicht ausfüllen, denn nur Männer ab dem Jahrgang 2008 sind betroffen. Seine Schulkameradin nickt zustimmend. Warum ist der Fragebogen nicht für alle freiwillig? Nun ja, warum ist er nicht für alle freiwillig? Krieg und Freiwilligkeit, im Krieg sterben zu müssen, im Krieg kämpfen zu müssen, das hat selten was mit Freiwilligkeit zu tun. Und die Bundesregierung hat ja offensichtlich vor, unsere jungen Leute hier im großen Ausmaß in irgendeinem sinnlosen Krieg, möglicherweise in Osteuropa, zu verheizen. Also du wirst relativ schnell realisieren müssen, dass das mit der Freiwilligkeit einfach nur ein Witz ist. Und diesen Witz haben natürlich die jungen Leute, die in diesem Artikel zitiert werden, sehr gut erkannt. Das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. Das Verpflichtende sei ein Eingriff in die persönlichen Rechte der jungen Menschen und sende ein falsches Signal an die junge Bevölkerung und andere Staaten. You don't say, würde man auf Englisch sagen. Wirklich, du hast natürlich völlig recht, junge Dame, dass du das so entsprechend identifiziert hast. Du hast im Grunde diese ganze Sache mit dem Fragebogen als ein Taschenspielertrick entlarvt. Und das ist es ja auch wirklich. Sie wollten sich nicht für etwas gegen ihren Willen verpflichten, heißt es im Artikel weiter. Zudem habe die Politik versprochen, dass der Wehrdienst freiwillig sei. Aha, ja, genau. In Krieg gehen, sterben, sich verwunden lassen, freiwillig. Wer will das machen? Genau niemand. Genau beschäftigt haben sich die beiden Schüler mit dem Fragebogen der Bundeswehr noch nicht. Sie sind ja auch nicht davon betroffen. Nur auf die Zeit, die Fragen zu beantworten, hätte ich keine Lust, sagt einer der beiden 18-Jährigen. Damit sei er kein Einzelfall. Viele seiner Freunde, die den Fragebogen ausfüllen müssten, hätten darauf keine Lust. Nun ja, wer hat aufs Sterben schon Lust? Wahrscheinlich niemand, vor allen Dingen nicht, wenn man so jung ist. Viele verweigern sich schon aus Prinzip, sagt Emma. In ihrer Klasse seien einige Jungen, die haben richtig Angst davor, gemustert zu werden und dann eingezogen zu werden. Und dass sie Angst haben, das ist ja auch völlig verständlich, das ist die natürliche Reaktion. Davor keine Angst zu haben und das Ganze herunterzuspielen als etwas, das nur ein Witz ist und das sowieso nie in die Tat umgesetzt wird, dem sollte man vielleicht mal die Corona-Krise in Erinnerung rufen. Da hat man nämlich sehr schön gesehen, wie der Staat sich wirklich verhält, wenn er die Krallen ausfährt, wenn er wirklich gegen die Bürger vorgehen will. So, jetzt kannst du das gleiche Verhalten hier übertragen auf einen Ernstfall, auf einen Spannungsfall, auf einen Verteidigungsfall und dann weißt du, dass das Ganze natürlich keine Theorie mehr ist, sondern Praxis, sehr blutige Praxis, muss man sagen, bei der leider sehr viele Menschen sterben werden. Die beiden sind also dafür, dass die Bundeswehr nicht durch eine Pflichtmusterung mehr Soldaten gewinne, sondern durch Anreize. Und jetzt kommt das Beispiel mit dem Führerschein. Die Bundeswehr bietet zum Beispiel an, ab 12 Monaten Dienstzeit maximal 3.500 € Zuschuss zum Autoführerschein zu geben. Also, dass der Führerschein in Deutschland überhaupt so abartig teuer ist, das ist ja sowieso das Abartigste, was es gibt auf der Welt. Ja, es gibt kein anderes Land, wo man so viel für den Führerschein ausgeben muss. In den meisten Ländern, wie zum Beispiel in den USA, muss man überhaupt nichts dafür ausgeben. In UK vielleicht ein bisschen was, nimmst ein paar Fahrstunden. Aber dass uns also gesetzlich aufgezwungen wird durch die Art und Weise, wie wir das Thema Fahrschule und Fahrerziehung in Deutschland betrachten, der Führerschein so wahnsinnig teuer ist und dass du dich davon jetzt befreien lassen kannst oder dass die Regierung dafür den Führerschein bezahlt, völlig unnötige Kosten also trägt, die mit Fahrsicherheit überhaupt nichts zu tun haben, dafür, dass du dich bereit erklärst zu sterben. Also das ist ja schon kafkaesk, muss man ja schon wirklich sagen. Ja, wer das nicht durchschaut, meine Damen und Herren, der sollte sich vielleicht nochmal wirklich mit dem Staat beschäftigen und was er wirklich will und was wirklich seine Macht ist. Also wir sehen an diesem konkreten Beispiel, dass die jungen Leute nicht sehr begeistert sind von dieser Idee. Und wie gesagt, wen mag es auch wundern? Da geht es ja buchstäblich ums Eingemachte, da geht es um Leib und Leben. Und wer will das schon leichtfertig aufs Spiel setzen? Aber es sind eben nicht nur die jungen Leute, die verheizt werden sollen. Jetzt geht es auch an die Älteren. Und da schauen wir uns mal die neuesten Entwicklungen zum Thema Reservisten an. Die Reservisten sind ja all jene, die mal irgendwann Wehrdienst geleistet haben, die mal irgendwann in der Bundeswehr waren. Sie gehören zur Reserve dazu. Es ist momentan so, dass die Mitwirkung bei der Reserve nach der Zeit bei der Bundeswehr absolut freiwillig ist. Das heißt, wenn da Übungen sind, wenn da Manöver sind, dann kannst du freiwillig dran teilnehmen oder nicht. Aber auch diese Freiwilligkeit soll sich nun ändern, denn man braucht ja natürlich sehr viele Soldaten, wenn man gegen Russland oder irgendeine andere Macht in den Krieg ziehen will. Da reichen die jungen Leute bei weitem nicht aus,
und man braucht natürlich auch erfahrene Soldaten. Dazu also hier der nächste Beitrag. Diesmal aus dem Tagesspiegel. Mehr Reservisten sollen für den Kriegsfall üben. Und jetzt ist natürlich die Frage, spielen die Arbeitgeber mit? Boris Pistorius braucht eine größere und gut ausgebildete Reserve, mehr Kanonenfutter, mehr Kräfte für den Fleischwolf an der Front. Knackpunkt ist das Ende der Freiwilligkeit. Für die Koalition ist das wohl okay. Klar, hier hat man schon erkannt, dass das mit der Freiwilligkeit vielleicht doch so keine gute Idee ist, weil wie gesagt, wer will sich schon freiwillig verstümmeln oder gar töten lassen? Natürlich. Und dieses Risiko ist natürlich in einem Krieg gegeben. Schau dir nur mal an, was da in der Ukraine passiert. Bei der Bundeswehr werten sie gerade die ersten Fragebogen zum neuen Wehrdienst aus. Eben jetzt sind wir beim anderen Thema, die Deutschland 18-Jährige nun verpflichtend ausführen müssen. Im Verteidigungsministerium denkt man gerade über die Stärkung und Strategie der Reserve nach, die der SPD-Hauptchef Boris Pistorius für Ostern angekündigt hat. Für längst überfällig hält Patrick Sensburg diese Überarbeitung der Strategie aus dem Jahr 2019. Immerhin hat sich das Werben des Reservistenverbandes, dem er vorsteht, aus seiner Sicht gelohnt. Mittlerweile ist bei den Entscheidungsträgern im Verteidigungsministerium unstrittig, dass wir für eine einsatzfähige Bundeswehr eine ebenso einsatzfähige Reserve brauchen, um die von Minister Pistorius gesetzten Personalziele zu erreichen und eine verteidigungsbereite Bundeswehr aufzubauen. Schießen in Russland, wir wollen alle rumballern in Russland. Wir wollen ja andere Leute abknallen. Das sollen nicht nur die Jungen dürfen, sondern natürlich auch die etwas Älteren und da mal so richtig hier vom Leder lassen, die schönen neuen Waffen ausprobieren. Warum gibt man denn das ganze viele Geld ansonsten aus, wenn man dann nicht mal so richtig rumballern kann? Patrick Sensburg, sicherlich Vorstand des Reservistenverbandes, ist dafür, dass die Reserve verstärkt wahrscheinlich zum Einsatz kommen würde in einem solchen Szenario. Noch will sich das Verteidigungsministerium auf Anfrage nicht im Detail äußern. Der Sozialdemokrat Drossmann berichtet jedoch, dass das Ministerium schon ziemlich weit sei und mit einem baldigen Kabinettsbeschluss zu rechnen ist. Knackpunkt des Gesetzes, so der Sozialdemokrat, wird das Ende der doppelten Freiwilligkeit sein. Tja, wie gesagt, hier hat man schon erkannt, dass mit der Freiwilligkeit, das funktioniert nicht. Niemand will sich gerne freiwillig massakrieren lassen. Es muss auch von Seiten der Arbeitgeber sichergestellt werden, dass Reserveübungen nicht an zu wenig freigestelltem Personal scheitern. Dafür sind sie für unsere Sicherheit zu wichtig. Aktuell ist der Reservistendienst freiwillig. Niemand kann gegen seinen Willen herangezogen werden. In der Praxis müssen seit 2012 auch die Unternehmen ihre Zustimmung erteilen. Also deswegen die doppelte Freiwilligkeit. Der Soldat, der Reservist muss zustimmen, aber auch sein Arbeitgeber muss zustimmen, dass er eben freigestellt wird für Übungen in der Reserve. Und da wird man dann auch schon drohend hier. Rein juristisch gesehen hätten die zivilen Arbeitgeber kein Einspruchsrecht hinsichtlich dieses Dienstes in der Reserve. Da wird also schon mal die Rechtsposition klar gemacht. Aber wie gesagt, man will die Arbeitgeber auch hier umgarnen. Man will dafür sorgen, dass sie wahrscheinlich aus Patriotismus freiwillig dazu zustimmen, dass ihre Mitarbeiter, in die sie ja sehr viel Geld in der Regel investiert haben, die sie gehegt und gepflegt haben, dass man jetzt die auch vorbereiten darf für den Einsatz an der Front, dass also das ganze Investment, das ein Unternehmen in diesen Mitarbeiter tätigt, in Frage gestellt wird, weil der Staat es für wichtiger hält, dass die Russen von Elektroingenieuren bekämpft werden, als von Berufssoldaten, die sich genau für diese Karriere entschieden haben. So, aber diese Freiwilligkeit, diese lockere Handhabung steht und angesichts der zugespitzten Sicherheitslage vor dem Aus. Das Mindset muss sich ändern, sagt Herr Sensburg. Eine einsatzbereite Reserve kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn jeder Reservist für einen bestimmten Zeitraum im Jahr zu einer Übung herangezogen werden kann. Das schafft Planbarkeit, Verlässlichkeit und ist ein Meilenstein. Mindestens ein größerer Teil der Regierungsfraktion sieht das inzwischen ebenso. Auch da hat man erkannt, was man den jungen Leuten ja noch vorgaukelt in puncto Freiwilligkeit. Das wird dann nicht funktionieren. Dann entscheiden sie sich vielleicht freiwillig für den Wehrdienst, weil sie denken, naja, wenn ich später in der Reserve bin, dann ist ja mein Einsatz als Reservist ebenfalls freiwillig. Aber dann muss man erkennen, dass man spätestens dann so richtig hier vom Staat, du weißt schon, ja, übers Knie gelegt wird, so zu sagen. Also hier scheint es schon erwiesen zu sein, dass das mit der Freiwilligkeit nicht so wirklich funktioniert. Da geht es ja dann auch um ältere Menschen. Da geht es ja auch schon um Deutsche, die etwas älter sind. Die haben schon eine Familie, die haben Kinder. Dann hat man natürlich noch viel weniger Lust, mal eben hier in den Osten zu gehen, ein bisschen rumzuballern und dann natürlich auch zu riskieren, abgeballert zu werden von irgendeiner Drohne,
die im Hinterhalt auf dich wartet. So, besonders enttäuschend muss aber für die Bundesregierung sein, dass selbst Soldaten, aktive Soldaten, die gerade dienen, Berufssoldaten der Bundeswehr, keine Lust haben, freiwillig sich dem Risiko des Sterbens auszusetzen. Man hatte ja vollmundig eine Litauen-Brigade angekündigt, also deutsche Soldaten, die in Litauen die Verteidigung der NATO verstärken sollen. Aber da gibt es große Probleme, denn da wollen die Soldaten und Soldatinnen ehrlich gesagt überhaupt nicht mitmachen. Schauen wir uns hierzu einen Artikel der Welt an. Ein Artikel vom 12.02. Zu wenige Soldaten wollen freiwillig nach Litauen. Nun plant die Bundeswehr diese Maßnahmen. Die Bundeswehr kämpft mit zu wenig Freiwilligen für ihre erste Auslandsbrigade in Litauen. Für wichtige Einheiten haben sich wohl nur rund 10%, ja, so viel zum Thema Freiwilligkeit, der nötigen Soldaten gemeldet. Nochmal, ich meine, das mit der Freiwilligkeit und mit dem Melden, das ist ja absolut nur ein Taschenspielertrick. Das muss ja jedem völlig klar sein. Denn wenn ich dort nach Litauen ziehe, setze ich mich ja tatsächlich ganz akut hier einem Risiko aus. Und natürlich, je größer das Risiko und natürlich dann, je geringer auch die Lust, mich diesem dann freiwillig auszusetzen. Für die Bundeswehrbrigade in Litauen haben sich nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel bisher deutlich zu wenige Soldaten freiwillig gemeldet. Freiwilligenbewerbungen, ja, die sind besessen mit diesem Wort, sind nicht ausreichend, heißt es in vertraulichen Statistiken des Heeres über die Zahl der Soldaten, die sich für einen 2-jährigen Einsatz an der NATO-Ostflanke gemeldet haben. Besonders bei den Mannschaftsdienstgraden, die den Großteil der Brigade stellen, sind die Zahlen demnach zu niedrig. Zur Abschreckung Russlands soll erstmals eine Bundeswehrbrigade im Ausland stationiert werden. Konkret geht es um die Besetzung der Dienstposten für das Panzerbataillon 203 und das Panzergrenadierbataillon 122. Laut den Papieren erreichen die bisherigen Freiwilligenmeldungen nur zwischen 28 und 47%. Die beiden Einheiten sollen dieses Jahr mit Soldaten bestückt werden und 2027 voll ausgerüstet an den Einsatz an die Ostflanke gehen. Für die neuen Hauptkräfte der Litauen-Brigade, konkret genannt werden Artillerie, Aufklärer, Pioniere und Unterstützungstruppen, hätten sich bei einer bundeswehrweiten Umfrage für 1971 Dienstposten nur rund 10% der nötigen Freiwilligen gemeldet. Und das trotz umfangreicher Zulagen, die Pistorius in Aussicht gestellt hat. So, was macht die Bundeswehr jetzt dagegen? Wie will sie dich als Soldat davon überzeugen, dass sich das Sterben doch wieder lohnt, dass du auch ins Business des Sterben und getötet werden einsteigen solltest? Laut dem internen Papier aus dem Ministerium sind nun umfangreiche Maßnahmen geplant. Zunächst soll das Personalamt 43.000 Informationsschreiben an alle Soldaten verschicken, die für den Einsatz in Frage kommen. Zudem will die Bundeswehr Tagestrips nach Litauen anbieten, ein paar Kaffeefahrten, ein paar Schnapsfahrten, damit sich mögliche Bewerber die Kasernen ansehen können. Geplant ist auch eine Reduzierung der Mindeststehzeit in Litauen auf 1 Jahr. Bisher galt als Vorgabe, dass die Freiwilligen für mindestens 2 Jahre in Litauen bleiben. Hier haben wir jetzt 3 Beispiele aus einem ganz breit gestreuten Spektrum. Einmal die jungen Leute, die den Wehrpflicht-Fragebogen ausfüllen sollen. Dann die Reservisten, die freiwillig zur Reserve herangezogen werden sollen, zum Beispiel zu Übungen. Und dann Soldatinnen und Soldaten selbst, die bereits dienen in der Bundeswehr, die nach Litauen geschickt werden sollen. Und bei allen 3 kann man sagen, keine Lust aufs Sterben, keine Lust auf sich verstümmeln lassen und daher natürlich auch der Ansporn, sich freiwillig zu melden oder hier mitzumachen, relativ gering. So, jetzt mal Spaß beiseite. Worauf das Ganze hinauslaufen wird, ist ja ganz klar. Das mit der Freiwilligkeit wird sich sehr schnell ändern. Ich hatte es ja auch schon in verschiedenen anderen Videos gesagt. Das Ganze wird meiner Meinung nach irgendwann so weit gehen, dass sogar das Recht auf Zivildienst, auf Kriegsdienstverweigerung ganz ausgesetzt wird, wie das ja zum Beispiel in der Ukraine der Fall ist. Dort gibt es auch ein verfassungsmäßiges Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Jedoch am ersten Tag des Krieges wurde das sozusagen abgeschafft, wenigstens zeitweise. Du kannst davon ausgehen, dass das Gleiche auch in Deutschland passiert. Das heißt, wenn du denkst, dass du in einer Situation bist, wo du möglicherweise herangezogen werden könntest, wo du in einen Krieg geschickt werden könntest, oder du hast Kinder und Enkel, die in der Situation sind, dann hast du nur einen Weg und das im Grunde genommen ins Ausland zu gehen. Wenn es dann mal soweit ist, wenn es Zwangsmaßnahmen gibt, wenn zum Beispiel die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt wird,
dann wird es nicht mehr möglich sein, ins Ausland zu gehen. Schon jetzt sagt das Wehrpflichtgesetz, dass jeder, der ins Ausland zieht und im wehrpflichtigen Alter ist, von der Wehrpflicht betroffen ist, sich zunächst die Erlaubnis der Bundeswehr einholen muss. Und das wird er natürlich dann in dem Fall nicht bekommen. Idealerweise hast du auch noch einen zweiten Pass, denn es gibt in Deutschland auch noch das Passgesetz. Und das Passgesetz sagt, dass jene, die sich vor dem Wehrdienst drücken, zum Beispiel indem sie ins Ausland gehen, der Pass gesperrt werden kann. Ich rede nicht davon, dass die Staatsbürgerschaft entzogen wird. Ich rede davon, dass der Pass und der Personalausweis als Dokument entwertet wird. Das heißt, du kannst dann effektiv nicht mehr reisen. Du bist dann nicht mehr handlungsfähig. Idealerweise hast du also einen zweiten Pass, mit dem du dann, während dein deutscher Pass gesperrt bist, in der Lage bist, dich weiterhin in der Welt zu bewegen. Wir können natürlich alle hoffen, dass es nicht dazu kommt. Wir können alle hoffen, dass dieser Krieg in der Ukraine jetzt endet und dass das Risiko eines weiteren Krieges eliminiert wird. Aber wenn du dir anschaust, wie Europa aufrüstet, wie Deutschland aufrüstet, dann muss man sich tatsächlich fragen, ob das der Fall ist. Wenn man erstmal aufgerüstet hat, das sehen wir ja zum Beispiel am Beispiel der USA, dann ist die Versuchung natürlich groß, diese modernen Waffen auch einsetzen zu wollen. Und dann verstrickt man sich irgendwie selbst immer in irgendwelche Konflikte. Eben schauen wir uns das Beispiel USA und Großbritannien an. Von diesem Zustand sind wir jetzt vielleicht noch einige Jahre entfernt. Es wird ja auch einige Jahre dauern, bis die Bundeswehr aufgerüstet hat. Aber wer klug ist, der plant vor, der handelt jetzt. Denn eins ist klar, wenn es wirklich brenzlig wird, wenn es wirklich zu einem Spannungs- und Verteidigungsfall kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass es dann schwierig wird, einen Plan B in die Tat umzusetzen. In diesem Sinne, ich ermutige dich jetzt, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt etliche Maßnahmen, die zu einem Plan B gehören. Zum Beispiel, dass du Konten außerhalb der EU hast, dass du Edelmetalle außerhalb der EU hast, dass du dein Vermögen international diversifizierst, dass du nicht 100 Immobilien in Deutschland hast, sondern vielleicht nur 5 und dann anderes Vermögen im Ausland, in anderen Unternehmen, in anderen Immobilien, dass du dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaft befasst, dass du dir Aufenthaltstitel in verschiedenen Ländern besorgst, dass du verschiedene Länder kennenlernst, bereist, vielleicht in anderen Ländern ein Refugium aufbaust, eine weitere Immobilie, ein Ferienhaus, wo du regelmäßig Zeit verbringst, in Gegenden, die dir gefallen, die sicher sind. Das heißt, selbst wenn du nicht planst auszuwandern, kannst du an einem solchen Plan B arbeiten. Natürlich, meiner Meinung nach, ist die Auswanderung der beste Weg. Ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, ich selbst habe auch 6 Söhne. Ich weiß, dass sie nicht vom deutschen Wehrdienst betroffen sein werden und da bin ich tatsächlich sehr froh darüber. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit einem Thema Plan B beschäftigst, wenn auch du nach Wegen suchst, diesem ganzen Dilemma zu entkommen und natürlich auch Themen wie horrend hoher Besteuerung, einer zunehmenden Überwachung durch die EU, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Und genau bei all diesen Themen helfen wir unseren Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum schon seit 20 Jahren. Unternehmer, Freiberufler, Privatiers. Wir haben schon vielen Mandanten dabei geholfen, ihren Plan B in die Realität umzusetzen, einen Plan B aufzubauen, ihr Vermögen abzusichern, sich steueroptimiert im Ausland durch eine Auswanderung aufzustellen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.